Ideenwerkstatt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ideenwerkstatt. An meiner Seite Herr Christian Kolb. Ich musste ja schon wieder für dich arbeiten. Ja, das hoffe ich doch. Und das, obwohl wir dir ein fertig gebackenes Produkt geliefert haben. Ja, das ist eben genau der Trick bei dieser schönen Sache, die du mir heute vorbeigebracht hast. Eine Johannisbeer-Streuselschnecke. So ist es. Ein langes Wort, ein Kompositum auf das deutsche Wort. Naja. Was hast du daraus gemacht? Ich meine, fertig gebacken, wieso kommst du auf die Idee, daraus noch sowas zu zaubern? Ja, diese Prügel nehme ich gerne an. Wir haben immer wieder das Problem in der Gastronomie oder wo auch immer wir uns bewegen. Wir kriegen eine Tischreservierung rein und dann heißt, meine Frau oder mein Mann, mein Kind hat Geburtstag. Und wir sind es einfach dann auch gewohnt, ab einer gewissen Kategorie, dass dann ein kleines Geburtstagständchen am Tisch vollzogen wird. Und dafür nimmt man ganz gerne auch einen kleinen Kuchen. Mhm. Und man möchte natürlich dem Haus dann auch, oder das Haus möchte dann dem Gast auch zeigen, hey, wir haben uns wirklich da auch Gedanken gemacht und Mühe gemacht. Und wenn ich solche Produkte habe, die ich sonst auch so in der Bäckerei oder bei mir vorne im Laden verkaufe und dann hinten im Bistro oder in der Gastro eben das habe, dann kann ich daraus ganz schnell einen Kuchen zaubern. Ich brauche nur ganz wenige Komponenten. Mhm. Und diese Komponenten sind eine wunderbare Buttercreme. Ich durfte schon testen, kann ich nur zurückgeben. Das ist Suchtmittel für mich. Absolut, absolut, liebe Leute. Klassisch verarbeitet in der Esterhazy-Schnitte, im Frankfurter Kranz, original im Bienenstich. Mhm. Was ist aber eine Buttercreme? Eine Buttercreme ist reine Butter und eine Patissiercreme. Wenn das zu aufwendig ist, nimmt man einfach einen Vanillepudding. Mhm. Und ich schlage die Butter hell auf, also weiß auf. Das heißt, ich muss Zimmertemperatur haben, dann schlage ich sie mit einem Handrührgerät oder mit einem anderen Gerät auf und gebe dann den Pudding rein, schlage es ebenfalls ein und dann habe ich diese Creme. Und dieses Suchtmittel, gepaart mit dieser wunderbaren Johannisbeer-Streuselschnecke und Früchten, bringt mich in eine andere Sphäre. Und wie das geht, das zeige ich jetzt. Ich bin gespannt. Tolle Idee. Jetzt kannst du leider nicht so viel machen, wie du mir sonst immer unterstützt. Ich war ja schon fleißig, nachdem du mir du hast ja alles andere vorbereitet. Wir brauchen für eine hohe Geburtstags- oder Tea-Time oder Kaffeetorte, kann ja auch sein, dass ich das geht ja eigentlich auch klassisch immer. Ne? Also das ist ja nicht zeitengebunden. Das Tante Erna ruft an und sagt, ich komme mit meinen Mädels vorbei. Und sage ich, ja, kein Problem, kommt, ich mache uns schnell ein Törtchen. Dann geht das auch. Die private Rettung als die gewerbliche. Genau. Dann nehme ich für einen flachen nehme ich eine Schnecke und für eine hohe brauche ich zwei. Mache ich die hohe, teile ich diese hier einmal durch und auch da nicht versuchen einmal durchzuschneiden, kann man. Dann brauche ich aber viel Geschick im Messer, damit ich nicht nach unten oder nach oben abrutsche, sondern man dreht das Produkt und schneidet es dann auf. So, das lernt man, wenn man viel Biskuit verarbeitet. Einmal. Na, hast du schon ein paar Mal gemacht, ne? Ja, ein paar Mal. Ich nehme mal die hier, die passt mir ganz gut. Das machen wir jetzt weg. Ja, die brauchen wir nachher, die legen wir mit rein, aber zum Aufschneiden ist gut. Ne? So, und jetzt muss ich ein bisschen feiner schneiden. Da brauche ich nämlich zweimal einen Schnitt. Das ist der erste. Und jetzt der zweite. Wenn man jetzt sagt, schöner Anfang, mit dem Schneiden weiß ich nicht, ob wir das so hinkriegen, dann wertfrei, dann halbiert man es nur. Also für mich ist das jetzt die Herausforderung, zu sagen, das will ich einfach. So, jetzt habe ich hier meine schöne Buttercreme und streiche hier ein. Das ist das Wichtige. Und ich kann nur sagen, machen Sie es selber. Bitte nicht, das ist so einfach. Da brauchst du auch nicht mit sparen, da kannst du jetzt Nein, sparen tun wir morgen wieder. Dann entweder eine rote Grütze, kennen wir ja, haben fast alle irgendwo, kann man auch fertig kaufen. Man kann auch eine sehr schöne Johannisbeermarmelade nehmen. Beides passt da sehr gut drauf. Wir machen mal die Schicht mit der Johannisbeermarmelade. Passt ja auch zu unserem Produkt mal. Ja, das ist so. Dann drauf. Dann gehen wir wieder mit der Buttercreme rein. Wie gesagt, sparen tun wir am Montag, nicht an süßen Sachen.
Denn das Wichtige ist tatsächlich, wenn man was Süßes isst, dann sollte man es sich auch gönnen. Und dann muss es was Tolles sein. Ist ja zum Geburtstag, ne? Genau. In deinem Fall. Exakt. Danke dir. So. Da läuft einem schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Ja, ne? mir geht es gerade genauso, weil ich ja weiß, wie es schmeckt. Und ich komme ja aus dem Frankfurter Raum und da weiß man, was der Frankfurter Kranz alles zu bieten hat. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. So. So. Auf die Inhaltsstoffe sollte man dann im Nachhinein nicht achten. Ne? Ja. So. Das geht jetzt also schichtweise nach oben. Jetzt sagt man, das sieht aber ganz schön aus. Ich sage auch gleich, wie es weitergeht. Die letzte Schicht der glücklichen Kalorien. Oh, zum Glück noch eine zweite Schüssel vorbereitet. Ja, man sollte da schon ein bisschen was machen. Also ich habe hier für ja, 1,5 Torten, was wir jetzt hier gerade kreieren, braucht man schon so 320 Gramm Butter auf 500 Gramm Pudding oder Patissiercreme. Das sollte man sich gönnen. So, das war der Zusammenbau dieser wunderbaren Torte. Aber das ist nicht alles. Jetzt sollte man es kalt stellen, damit die Buttercreme fest wird. Weil das heißt, wir jetzt ja noch tiefkühlen außen. oder einfach über den Ja, wenn ich Kühlschrank Tiefkühl habe oder ich habe einen Chiller, Ja. dann kurz da rein, dann geht es schnell, damit ich es weiterverarbeiten kann. Ansonsten im Kühl. Wie lange müssten wir dann ungefähr einhalten? Also im Chiller Ja? 3 Minuten. Ach, das geht ja zügig. Ja, das geht ratzfatz. Und im Kühlschrank würde ich schon 1 Stunde, 1,5, dass die Buttercreme fest wird. Weil wir nämlich einen weiteren Verarbeitungsprozess machen, damit die überhaupt schön aussieht. Weil so sieht es jetzt nicht wirklich spannend aus. Legen wir hier Spannend drauf. sieht's aus, ja. Dann hole ich das raus, was ich vorbereitet habe. Das stellen wir in den Kühlschrank. Ich hoffe, da hast du ähnlich viel Buttercreme drauf. Ja, sicher. So, jetzt kommt das Wichtigste. Wir kennen das ja von den ganzen Torten auch, wo man dann anfängt, außen einzukleiden, damit es eben den schönen Charakter hat. Nichts anderes machen wir jetzt auch. Ich kann jetzt oben natürlich auch dran machen, wäre aber schade, weil wir haben ja eine wunderbare Johannisbeerstreuselschnecke. Und warum soll ich jetzt das Topping wegmachen? Wenn man sagt, ja, aber ich möchte frische Beeren mehr im Vordergrund setzen, dann streiche ich es mit ein. Zum Einstreichen gehe ich von außen ran. So. Das kann auch ruhig ein bisschen drüber gehen jetzt. Es ist ein bisschen Übungssache, ja, aber in der Regel ist immer jemand da, der richtig gut mit Torten und Backen umgehen kann. Und wenn, also ich lerne es am besten tatsächlich, klar, wir haben in unserer Branche genug perfekte Leute, die Patisserie beherrschen oder Konditoreiprodukte. Aber richtig lernen tut man es von den Landfrauen. Die haben Rezepte drauf. Da fällt mir manchmal nichts mehr ein. So. Das glaube ich gern. Jetzt machen wir das hier schön. Auch ein bisschen beruhigend, ne? Ja, es ist meditativ. Ja, und jetzt haben wir die wunderbare Creme außenrum gegeben und jetzt möchte ich es einkleiden, entweder mit Krokant oder Nüssen, was man dazu gerne macht. Ich persönlich habe den gepoppten Amaranth dafür vorbereitet. Gepoppter Amaranth. Genau, du machst das hier weg. Ich zeige dir das mal. Das ist gepoppter Amaranth. Ein Restengewächs. Okay, noch nie gesehen. Kommt auch aus den Anden, so viel ich weiß. Und schmeckt so ein bisschen wie gepuffter Reis, glaube ich. Ne? Puffreis nennt sich. Puffreis, ja genau. Das riecht auch so, wenn du da mal dran riechst. Das könnte jetzt auch, Oh ja, ja. lässt sich sehr gut verarbeiten. Daraus kann man auch andere Sachen machen, Salate und diese Geschichten. Spannend. Ich finde es für so etwas wunderbar. Okay? Ich bin gespannt, hab's noch nie gesehen. Noch nie Jetzt gegessen. gehen wir dran, dass wir es
So schön verteilen. Da kann man ja auch ruhig richtig ordentlich nehmen. Ja. So. Das soll es ja auch wirklich darstellen. Am besten ist, man hat ein Gitter, so ein Tortengitter, Ja. das haben die Kollegen dann. Und dann drücke ich es immer so ein bisschen ran und drehe es dabei. Okay. So. Kann ja keiner Darf ich dich wissen, gerade was- mal um das Handtuch bitten? Selbstverständlich. Und damit alle auch glücklich sind, machen wir noch ein bisschen Deko dran. Aber bist du in deinem Element, ne? Ach, bisschen verzieren. Ich liebe das. So, das ist jetzt ein Kuchen, wo ich auch frische Beeren noch mit dran setzen kann. Dann könnte man über einen Dressiersack viele kleine Punkte drauf Ja. machen, dann die Beeren dran geben oder ich gebe es separat dazu. Aber so wäre es jetzt fertig. Wir setzen es rüber. Christian, vielen lieben Dank für deine tollen Ideen. Ich freue mich gleich aufs Probieren. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.